Alle benutzen ChatGPT. Aber fast jeder ist im Anfängermodus stecken geblieben. Ich zeige dir heute Techniken, um mit KI massiv voranzukommen. In diesem umfassenden Leitfaden erfährst du alles, was du über die Erstellung klarer und effektiver ChatGPT-Aufforderungen wissen musst, die zu ansprechenden und informativen Gesprächen führen. Aber lass uns zunächst die Frage beantworten: Was ist ChatGPT? ChatGPT ist ein Chatbot, der es Nutzern ermöglicht, mit einem computerbasierten Agenten zu unterhalten. Er arbeitet mit Algorithmen des maschinellen Lernens, um Texteingaben zu analysieren und Antworten zu generieren, die eine menschliche Konversation imitieren sollen. ChatGPT kann für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt werden, zum Beispiel für die Beantwortung von Fragen, die Bereitstellung von Informationen und für zwanglose Unterhaltungen. Einer der Schlüsselfaktoren, die den Erfolg einer ChatGPT-Konversation bestimmen, ist die Qualität der Aufforderungen, die verwendet werden, um die Konversation zu initiieren und zu leiten. Gut definierte Aufforderungen können dazu beitragen, dass die Konversation auf dem richtigen Weg bleibt und die Themen abdeckt, die den Benutzer interessieren. Umgekehrt können schlecht definierte Aufforderungen zu unzusammenhängenden oder unkonzentrierten Konversationen führen, was zu einem weniger ansprechenden und informativen Erlebnis führt. So fangen wir also an. Benutze ChatGPT nicht wie Google. Benutze ChatGPT nicht so, wie du Google zum Suchen verwendest. Gib es einen Kontext und bitte es, die Rolle zu übernehmen, die du von ihm erwartest. Einfach ausgedrückt, führe ein Gespräch mit ihm. Einer der Hauptvorteile von ChatGPT ist seine Fähigkeit, natürliche Sprachangaben zu verstehen und darauf zu reagieren. Das bedeutet, dass Benutzer mit ChatGPT in der gleichen Sprache und Syntax kommunizieren können, die sie auch im Gespräch mit einem Menschen verwenden würden. ChatGPT ist auch in der Lage, den Kontext zu verstehen und darauf zu reagieren, so dass es angemessenere und relevantere Antworten auf Benutzerangaben generieren kann. Hier ist ein Beispiel. Wie du in diesem Beispiel siehst, habe ich ChatGPT die Rolle einen Experten für Reisebuchung vergeben, damit es wie einer agiert. Zudem habe ich in meiner Aufforderung weitere wichtige Informationen eingegeben: Mein Budgetlimit, der Monat Dezember und mein Reiseziel soll einen warmen Ort sein. Mit diesen Infos kann ChatGPT mir ein passendes Ergebnis liefern. Vermeiden von Mehrdeutigkeit. Eine der größten Herausforderungen beim Schreiben effektiver ChatGPT-Aufforderungen ist die Vermeidung Mehrdeutigkeit. Mehrdeutigkeit können zu Missverständnissen oder Fehlinterpretationen führen. Um sicherzustellen, dass deine Eingabeaufforderungen klar und leicht zu verstehen sind, solltest du einige Tipps beachten. Vermeide zweideutige Formulierungen. Eine Sprache, die mehrere Interpretationen zulässt, kann verwirrend sein und zu Missverständnissen führen. Um Mehrdeutigkeit zu vermeiden, solltest du in deinen Aufforderungen so präzise wie möglich sein und Wörter oder Sätze mit mehreren Bedeutungen vermeiden. Verwende eine klare und prägnante Sprache. Um sicherzustellen, dass deine Aufforderungen leicht zu verstehen sind, solltest du dich so klar und präzise wie möglich ausdrücken. Vermeide unnötige Wörter oder Ausdrücke, die vom eigentlichen Inhalt der Aufforderung ablenken könnten. Hier ist ein Beispiel. Welches sind die besten Restaurants in Paris, die vegetarisches Essen anbieten? Ich plane eine Reise nach Paris und bin auf der Suche nach guten Restaurants, die meinen Ernährungsbedürfnissen gerecht werden. Diese Aufforderung ist klar und spezifisch, so dass es für den ChatGPT einfach ist, sie zu verstehen und eine angemessene Antwort zu geben. Die Eingabeaufforderung gibt den Ort, Paris, und die Art des Essens, vegetarisch, an dem der Nutzer interessiert ist, was dazu beiträgt, dass die Antwort relevant und zielgerichtet ist. Außerdem vermeidet die Aufforderung die Verwendung von zweideutiger Sprache, so dass sie für den Benutzer leicht zu verstehen ist.
Infolgedessen wird diese Aufforderung wahrscheinlich zu einem engagierten und informativen Gespräch führen. ChatGPT für Brainstorming verwenden. Nach dem konventionellen Fragen. Bitte es, gegen den Strom zu schwimmen. Frage nach Dingen, die der Norm widersprechen, die den Empfänger herausfordern. Bitte es, neue Blickwinkel einzunehmen und die Dinge mit einer anderen Brille zu sehen. Hier ist ein Beispiel. Thema: Erziehung eines 2,5 Jahre alten Kindes. Nenne zu dem oben genannten Thema Beispiele, die der vorherrschenden Meinung widersprechen. Entwerfe einen Entwurf für Denkanstöße, die Annahmen in Frage stellen. Die Erstellung effektiver ChatGPT-Aufforderungen erfordert sorgfältige Überlegungen und viel Liebe zum Detail. Es ist jedoch leicht, Fehler zu machen, die die Effektivität Ihrer Aufforderungen und die Gesamtqualität der Konversation beeinträchtigen können. Im Folgenden findest du einige häufige Fehler, die du bei der Erstellung von ChatGPT-Aufforderungen vermeiden sollten. Es ist wichtig, dem ChatGPT genügend Informationen zu geben, um den Kontext und den Zweck der Konversation zu verstehen, aber zu viele Informationen können überwältigend und verwirrend sein. Achte darauf, deine Aufforderungen kurz und bündig zu halten, und vermeide unnötige Details oder Anweisungen. Während offene Fragen nützlich sein können, um detailliertere Antworten zu erhalten, können zu vagen oder offenen Aufforderungen verwirrend und für das ChatGPT schwer zu verstehen sein. Achte darauf, dass du genügend Kontext und Hinweise geben, um das Gespräch sinnvoll zu leiten. Es ist wichtig, dem ChatGPT alle notwendigen Anweisungen oder Einschränkungen mitzuteilen, die für eine effektive Konversation notwendig sind. Wenn du zum Beispiel möchtest, dass ChatGPT eine Figur aus einem bestimmten Film oder Buch spielt, solltest du dies in der Eingabeaufforderung angeben. Wenn du diesen Leitfaden und die häufigen Fehler vermeidest, könntest du sicherstellen, dass deine ChatGPT-Aufforderungen klar, präzise und effektiv sind. Ich hoffe, ich könnte euch durch dieses Video Mehrwert liefern und ihr was Neues gelernt habt. Vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ein Like zu hinterlassen. Bis zum nächsten Video.